Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert und damit auch die größte Chance. Deshalb engagiere ich mich als Arzt für diesen Zusammenhang. Ich fahre nach Glasgow, denn dort treffen sich 2021 so viele Menschen wie noch nie aus Spitzenpolitik, Finanzwirtschaft, AktivistInnen und Milliardäre, Stiftungen und Umweltorganisationen und neuerdings auch Gesundheitsberufe. Ich will wissen, was passiert dort vor und hinter den Kulissen, wer bringt's, wer bremst und welchen gesundheitlichen Preis zahlen wir heute schon. My daughter became suddenly ill with one of the worst cases of asthma, the pathologist said, in the UK. And last year, after a 7-year long battle, we finally got air pollution on her death certificate. So she's the first person in the world to have air pollution on her death certificate. What is the killer number one? For us, the killer number one is pollution, particularly the pollution of the air we breathe. And air pollution is killing every year 7 million people. 7 million people pass away every year because of exposure to air pollution. Es ist total cool, Ärztin zu werden, aber im Prinzip kann man sagen, dass es auch Quatsch ist, Ärztin zu werden, wenn wir diese Klimakrise nicht lösen. Wovor hast du konkret Angst? Woran könnten Menschen sterben, ohne dass die Medizin dafür eine Lösung hat? Ja, wir sprechen ja hier immer von, die Menschheit stirbt aus. Das ist nicht das, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst vor der Zeit dazwischen. Von zwischen jetzt bis vielleicht sterben die Menschen aus. Dazwischen wird super viel passieren. Es wird riesige Fluchtströme geben, es wird Hitzewellen geben. Es wird einfach Orte geben, an denen Menschen nicht leben können, weil es zu heiß ist. Die Parents for Future und die Weltorganisation der Medizinstudierenden sorgen in der Hektik der Konferenz mit ihrer Die-In-Aktion für ein kurzes Innehalten. Denn nicht nur menschliches Leben ist gefährdet, das weiß auch diese Tierärztin. Was sehr wichtig ist der One Health-Ansatz. Was bedeutet das? One Health bedeutet die gemeinsame Gesundheit von Mensch, von Tier und von Umwelt. Und es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Man kann sich nicht vorstellen, dass Menschen gesund bleiben können, wenn die Umwelt nicht gesund ist, wenn die Luft schlecht ist, wenn das Wasser verschmutzt ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass Menschen gesund bleiben, wenn Tiere in der Umgebung krank sind, wenn die Lebensmittel, die von Tieren kommen, verseucht sind, die Milch oder das Fleisch oder die Eier. Wer sind eigentlich die Politiker? Einer von denen, die seit Jahren dicke Bretter bohren, ist Jochen Flassbart. Warum dauert es so lange? Was ist das Sprachhindernis zwischen Wissenschaft und Politik? Ja, aber das macht ja nicht nur Wissenschaftler wahnsinnig. Also ehrlich gesagt, manchmal sitzt du auch als Verhandler da und kannst in die Tischkante beißen, weil man sieht, es muss jetzt vorgehen. Wir können uns nicht erlauben, dass wir das Mikado-Spiel weitermachen. Wer sich als erstes bewegt, verliert. Wir sehen jetzt hier gerade eine Zeitenwende. Wir haben hier noch ein paar Verhandlungen abzuschließen. Aber dann müssen wir im Grunde auch, sagen wir mal, ich sage hier immer die Rechtsverhandler, diejenigen, die den Rechtsrahmen verhandeln, arbeitslos machen, indem wir das mal abschließen und dann in die Umsetzung gehen. Und da sehen wir hier ganz tolle Aktionen. Wir haben uns zusammengetan mit UK, mit Frankreich, mit den USA, um Südafrika beim Kohleausstieg zu helfen. Climate Justice, Klimagerechtigkeit, das ist auch ein großes Thema und endlich werden in Glasgow auf der COP26 auch die Stimmen der Indigenen gehört. I wanted to see the action. And my indigenous people's brothers and sisters in Amazon or in Congo Basin, in my region, also my country is part of the Congo Basin. So we don't want to have a new company who can come and mine or who can come and cut the forest. They have to invest on the forest to protect it and invest on the peoples. How they can do that? It is by going through the communities, having the free, prior and informed consent. It is by engaging the communities into the protections of their land. And that's what we are calling the nature-based solutions. Maybe they call it the nature-based solutions. So for us, it is our way of living. So that's really what we want. Einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist es egal, aus welchem Land es kam. Und deshalb macht es Sinn, dort Emissionen zu vermeiden, wo sie am schnellsten veränderbar sind.
Den Demonstrierenden geht das alles nicht schnell genug, gerade den Jüngeren. Ich habe gerade geguckt, Kletterkinder, was habt ihr gemacht? Wir haben uns schon hier von der Brücke abgeseilt und haben transparent aufgehängt. Was stand auf dem Transparent? Das, was hier auch drauf steht, die Menschheit versagt. Warum ist dir das so wichtig? Weil wir nur noch wenig Zeit haben, bis es richtig schlimm wird. Das sind dann die Kipppunkte. Das ist, wenn das Eis in der Arktis schmilzt. Das reflektiert dann kein Sonnenlicht mehr. Und die Regenwälder, wenn die austrocknen, dann speichern die auch weniger CO2. Und dann wird es immer heißer und heißer. Das kann dann keiner mehr aufhalten. Woher weißt du das alles? Weil ich bin baff, was du alles drauf hast. Wir informieren uns, Nachrichten und auch der IPCC, der Weltklimarat. Da sind auch nochmal wissenschaftliche Daten. Ich frage mich, warum weiß nicht jeder in politischer Verantwortung, was dieses 10-jährige Mädchen und ihr Bruder wissen. Ich bin selber einer der Gründer von den Scientists for Future. Du sagst auch, Leute, hört doch mehr auf die Wissenschaft. Warum glaubst du, sind so viele immer noch nicht davon überzeugt, dass wir jetzt handeln müssen? Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es nicht glauben oder ich weiß es tatsächlich, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich nicht dafür interessieren soll, dass die Welt praktisch untergeht. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Klare Ansagen von Fridays for Future. Ich freue mich sehr, dass hier auf der COP endlich dieser Health-Aspekt auch gewachsen ist, mit Leuten, die sich schon mit Planetary Health und One Health-Konzepten auskennen. Das hat aber bisher in der Konversation wirklich gefehlt, dass man, ich sage immer, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Mhm. Welchen Beitrag können sozusagen alte weiße Männer wie ich auch leisten? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil wir... Oder Bernd Ulrich, mit dem du das Buch gemacht hast. Ja, also ich glaube, es gibt auch so ein bisschen diesen Mythos, dass es irgendwann so einen Generationenwechsel geben wird, dann seid ihr alle weg und dann machen wir den Kram und das passiert natürlich überhaupt nicht, weil ihr haltet euch erstaunlich gesund, ihr seid sehr viele und ihr werdet noch lange an der Macht sein. Und wir haben gar nicht die Zeit darauf zu warten, dass ihr irgendwann irgendwie eure Schrebergärten pflegt, während wir irgendwelche Entscheidungen fällen können, die wichtig sind. Und das heißt, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, wir werden irgendwie schon miteinander so uns zusammenraufen müssen. Und wir jungen Menschen machen euch Älteren ja sehr viele Vorwürfe über das, was ihr alles nicht gemacht habt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das im Kopf zu behalten. Und trotzdem braucht es auch den Raum festzustellen, naja, zumindest einige von euch werden wir sehr dringend brauchen. Und ich fände es auch eine weirde Herangehensweise zu sagen, erst macht ihr alles kaputt und dann müsst ihr nicht mehr mit Aufräumen helfen. Also sorry, aber das haben wir im Kindergarten schon anders gemacht und das werden wir jetzt nicht ändern. Und da müsst ihr auf jeden Fall, oder müssen wir im besten Fall zueinander finden. Wir setzen aber auf Lernprozesse und wir setzen auch darauf, dass es dann eben teilweise auch mal unbequem werden kann und ungemütlich. An Warnungen und Beweisen aus der Wissenschaft hat es nicht gemangelt. Wir sind gerade dabei, als Menschheit planetare Grenzen für immer unwiderruflich zu überschreiten. Er hat sie untersucht, die Kipppunkte im Erdsystem, Johan Rockström. In time, science has actually provided, I think, starting to provide a new narrative. Yeah. And that new narrative is about Mother Earth. It's also about the complexity and interactions, but it's also about the stewardship of the whole system. Yeah, it's a one health and healthy planet, exactly. Healthy people narrative. You're a father. What is your biggest worry concerning your children? What world are they inheriting? Well, my biggest worry is that we, within the next just 10 years, press on buttons. That means that we irreversibly will be handing over a planet that my children and their children will simply be hosted on a planet that drifts into a worse and worse situation for life support, for their living conditions. Where's your hope? Let's say light in the tunnel is something that I know you represent so strongly, but we see more and more evidence around this, is that we're sitting on the winning narrative. We know that today we can say with very high degree of certainty that a transition to a zero carbon sustainable future gives us better outcomes, particularly for health. I mean, your profession,
but also for the economy, for security. I try to explain today is the Energy Day here in Glasgow. I try to say, I'll probably say 20 times today, that what we are facing now for the first time in human history is that every nation in the world can become energy self-sufficient. Wir haben alles zu verlieren und noch mehr zu gewinnen. Wir könnten es schöner haben als jetzt und viel gesünder.